Expedition ist zurück. 3 Siege, Trockenfisch. Scout Aber wir ship. haben immer noch nicht alles. Das ist ein süßer kleiner Hafen, ne? Das ist wieder das gleiche Spiel, ne? Ja. Hey, da unten ist eine Kiste. Aha. Hier geht's auch noch lang. Cool. Und ein Kraut, ein rotes Kraut. Ach, roter Lavendel, stimmt, die erhöhen dann mehr. Aha. Ich gehe jetzt aber nochmal zurück und gucke, ob man da noch irgendwo anders lang kommt. Thunfisch. Nee, aber anders geht's ja nicht lang. Aber man kommt ja auch nicht wieder hoch, okay. So wie es aussieht. Muss man dann hier den Umweg wieder gehen. Kommt man denn da hoch? Nee. Aber man kann einmal ums Haus rumlaufen, auch wenn da nicht mal ein Platzgeist ist. So. Muss man doch dann auch irgendwo wieder runterkommen, oder? Melone. Wo geht's hier hin? Ich glaube, ich werde mich hier nicht so schnell zurechtfinden in der Stadt. Die sieht bisher ganz schön groß aus. Hier ist nichts versteckt. Okay, ein kleines Item. Knoblauch. Oh. Still no leads on that Grimoirh lady. Mogulo, when did you get that letter from her you mentioned? Hard to say. It must have been last year? A decade ago? No. Take this seriously or I'll feed you to the sharks. Oh, what? I think I'd at least rate a kraken. Keep this up and I swear I'll eat... It's them! Uh-oh. The final preparations are complete. Once you've assumed your new post, everyone will act on your command. Thank you, sister. But to be honest, I worry that these shoes I'm filling might just be a bit too big for me. You need not worry. You possess a special strength and quality that others lack. Shepherd Artorias has high hopes for your deployment to Palamedes. Fear not. Just be yourself and you'll do fine. Believe you're a leader, and you will be. Yes, I'll try to make you proud, sister. They're sending him to Palamedes? Is that the name of the facility on this island? I had better get going. Safe travels. Oh, die haben ja ganz schön gute Ohren, wenn die auf die Entfernung die Unterhaltung hören können. Oh, one more thing. Be careful around the demon in Haria. It's stronger than it looks. We've even had some casualties. Understood. Also, if you must drink the water, remember to boil it. Sister, I know, I worry too much. But I just can't help myself. So, there's a demon in Haria.
Sounds like it's a pretty feisty one, too. If so, it may prove useful. Still, what magical timing for Oscar to show up here at the very same hour we do. Aber sie hat doch damit nichts zu tun, oder? I understand your suspicion of me, but have you any proof? None, it's true. But as an exorcist, you're certainly sympathetic to the Abbey's cause. And soon you may wish we were sympathetic. Eleanor hasn't been snitching on us. I'm sure of it. And how would you know? Are you watching her even when she's taking a bath? Huh? No, I don't. I always stay outside when she's taking a bath. And Then isn't it possible she's communicating with the Abbey in secret while you're not there? You pledged to obey me until the day you die, correct? yes, that I did. Remember, when you two trade blows, only the Abbey wins. One less demon, and one less traitor for them to worry about. While we're standing around here arguing, that demon could be attacking Grimoire. Kommt ihr denn auf die Idee? It's true. Let's find some more people to question around town. Träger und Privatsphäre. So what's it really like? Huh? The connection between Moloch and Vessel. Do you share, like, thoughts and feelings? Sort of. When I'm dwelling inside Eleanor, I can see what she sees and hear what she hears. But I can't read her thoughts or her emotions. Sitting in a box doesn't teach you how the box feels. I see. In that case, I want to give her as little time alone as possible. I don't want to bathe with her, alright? I know. You're a boy and all. For her baths, we can send Bienfu. No, that's a bad idea. It'll have to be Magulu. Or myself. Phew. What sort of boundaries have you and Eleanor drawn? How do you sleep? We talk before bed sometimes. But it's not like I'm sleeping by her side or anything. It's easier for me to tell when she wakes up if I'm dwelling inside her. Does she ever get out of bed at night? Not in my experience. And she sleeps so peacefully. Huh? When she's around you guys, she always looks so stern. But when she's sleeping, her expression is softer, you could say. She lets her hair down too. And I think it's kind of prettier that way. So that's what he likes. Well, keep an eye on her, but But, watch out for the older girls. huh? Bruder und Schwester. Teresa and Oscar sure seem close. I've known them since I was an initiate, but I've never seen them quarrel, not even once. Did you ever fight with your brother, Velvet? Yeah, I guess I did. Sometimes I'd chew him out, and he'd sulk and stop talking to me, but I found that adorable too. You did? No matter how much he dug in his heels, or tried to talk like he was in charge, after a while he'd be right there trailing along behind me. Like a little puppy dog. Puppies are a lot more obedient. I always had to keep an eye on him. Little brothers are odd creatures. Rokuro's a little brother. Is he adorable too? I don't think a little brother who's out to kill you is in any way adorable. But Shigure seemed like he was having fun. Sometimes you just don't make sense. Huh? I don't know. Little brothers. Do you have any siblings? I'm an only child. Well then, that's perfect. You pretend the boy is your little brother. Huh? That's a bit extreme, but actually, when I'm talking with Lavisette, sometimes I think,
This is what having a brother must feel like. I could be Eleanor's brother. Don't take any of this nonsense seriously, Laphicet. eifersüchtig? Malachim are just tools to exorcists. She can never think of you as her brother. Oh, yeah. You're wrong. I've changed how I view Malachim. I know that's true because I can think of him as a brother. Right. She's all talk. Don't believe her. It seems to me like you're the one who's treating him as a tool, by forcing your own opinions upon him. Ooh, two sisters struggling for the affections of their brother. Eeny teeny candlestick, which one will the Muppet pick? How about an older brother instead? Ja, vielleicht nicht das Schlechteste. Oh, da sehe ich noch was. Das eine scheint unter uns zu sein. Eine Flüssigkeit. Ah, da. The people of Southgand originally worshipped Aminoch, the Empyrean of water. The lives of the people of the Southern Isles are inherently tied to the sea. Whether it was gratitude for a good catch or an appeal for protection, everyone offered their prayers to Aminoch. But the Abbey worships Innominat, don't they? Do the people still keep their faith? Most of the people obey the will of the Abbey, but one small village deep in Southgand is a special case. The village is called Haria, and even now they keep their faith in Aminoch. They've even quarreled with the Abbey. I'm grateful that they fight off the demons. I really am. But do they have to dictate which gods we worship too? They think they do. It's their truth. Then again, they can't control what's in your heart, can they? Da hat er recht. Aber es ist natürlich trotzdem blöd, wenn man dann nach außen hin so tun muss, als würde man eine andere Gottheit verehren. Oder besser gesagt eine andere Religion haben, ne? Ach, hier geht's jetzt endlich runter. Hier muss doch irgendwo... War hier nicht gerade was? What does it mean to become an adult? The eternal question of youth. Have you ever heard of the ceremony of adulthood? It's a yearly tradition on this island. If I remember right, it's totally wild. Everyone throws bananas and oranges at each other. Traditionally, yes, but things have changed over the years. Bananas and oranges are a thing of the past. People are always reaching for bigger and better things, right? In this case, it's watermelons. Oh, das tut aber doch weh, Watermelons. You're throwing watermelons? That's gotta hurt. Trust me, I know. But watermelons are the least of our worries. Recently, people have started flinging coconuts. Coconuts? Those things are as hard as rocks! Trust me, I know. Like getting hit with a brick. Now, every year, there are some kids who never make it to adulthood. You don't mean they... Yeah, I've kept putting it off myself, but it looks like this year I've got no choice but to participate. That's crazy. It's far too dangerous. And more importantly, how does it make someone an adult? There are ancient traditions that say overcoming danger marks a child's coming of age. Some people still cling to the old ways. You've hit the nail on the head. There are lots of old folks that sit around complaining how weak us darn kids are. The hypocrites. Back then, they used bananas and watermelons. They even cracked the watermelons ahead of time. I don't think cracking a coconut would help much either. So that's why you're standing about looking blue. I'm so ashamed of myself for being scared. If you don't want to do the ceremony, why not just skip it? I'd love to, but I don't really have a choice. I wouldn't be able to show my face around here if I chickened out. Having the courage to say no to something you don't feel is right. Isn't that the true mark of an adult? Wait. You're right! Now I can finally become an adult! Yeah. Oh, yeah! Look how grown up I am! And getting carried away with yourself and acting the fool is the true mark of immaturity. Sorry. You're right.
Schauen wir uns doch hier noch ein bisschen um. Ach, das ist schon wieder so einer, aber ist doch dasselbe Spiel, oder? Ne, Bienfo ditchen. Bienfo ditchen. Versuche mit Bienfo möglichst weit übers Wasser zu hüpfen. Drücke wiederholt die Tasten für jede Stufe, um Geschwindigkeit aufzubauen. Drücke LB oder RB, wenn du den leuchtenden Sprungbereich erreicht hast, um zu springen. Je mehr Geschwindigkeit du aufgebaut hast, desto weiter wird Bienfo hüpfen. Kurz bevor Bienfo auf das Wasser trifft, erscheint eine Taste und ein Ziel. Drückst du die Taste genau dann, wenn sie das Ziel erreicht, ditcht Bienfo über das Wasser, fängt der Spruch noch weiter. Na komm, spielen wir das doch mal. Boah, geht direkt auf super schwer. Erstmal leicht. Mhm. Mhm. Kann ich hier überhaupt was machen? Ach so, aha. Ich drück jetzt die ganze Zeit X. A meine ich. Aha, okay, mit X baue ich jetzt Geschwindigkeit auf. Und jetzt... Oh, ich bin ja nicht weit gekommen. Mhm. Nochmal, das will ich nochmal machen. Na komm, schneller, schneller, schneller! Schneller! So. Oh, verdammt. Aber deutlich besser. So, verlassen. Gibt's da auch irgendwas? Oh, eine Belohnung. Bienfo Gewand Lafi-Set. Na, das muss ich mir natürlich direkt aufschreiben. Und ich schreibe mir auch gleich das Minispiel auf. So, also das war Bienfo ditchen. Und das war ein Bienfo-Gewand. So. Und ein Bienfo-Hut. So, und das ist in soll. So. Habe ich notiert. Nochmal mache ich das aber nicht. Das Spiel gefällt mir nicht so gut. Da gehe ich eher wieder Karten spielen mit Eisen. So. Oh, eine Kiste. Jetzt haben wir auch alle Kisten, die es hier gibt. Und dann können wir jetzt mit der Story weitermachen. Aber erstmal gehe ich noch ins Geschäft. Oh, neuer Armreif und neues Papier und einen neuen Beutel und eine neue Schleife. Noch mehr. Ja, ein Talisman. Oh. Ja, gut, schadet nicht von allem mal so ein Teil. Mhm. Obwohl, Artangriff, nimm mal lieber Artangriff und Artverteidigung. Ah, Level 5.
Objekt, Ventil des Kriegers, gestattet unter bestimmten Voraussetzungen Einsatz von. Ich kann wieder nicht weiter drücken. Mann, nur. Ich glaube, ich sollte mal Kram verkaufen. Nur ein bisschen Kram. Nee, das Zeug zum Kochen nicht. Aber hier die Kupfermünzen zum Beispiel. Und ein paar Silbermünzen. Und dieses komische Gras. Ein paar Erzfragmente können auch ruhig weg. Haben wir noch was zum Zerlegen? Mhm. Da können auch ein paar von weg. Ich glaube, das reicht erstmal. Na, Titel Ausrüstungskurator. Haben wir eigentlich irgendwelche Sachen wieder? Ach hier, die Stiefel. Da kann er direkt die neuen kriegen. Oder hat er noch welche nicht? Die Dornschuhe, okay. Süße Schuhe, dann kriegt ihr jetzt die Wurfpumps. Mit Artangriff. Bitteschön, Matrosenbluse. Tja, die Dornschuhe, die sind im Moment aber vergeben. Dornschuhe hätte ich gerne nochmal welche von. Im Moment gibt es nur noch hier die Fluorid-Dolche für ihn. Können wir die vielleicht aufbessern? Wirkung von Lemon reduziert den nämlich mal. So, aufwerten. Da, die wollte ich. Plus 10% Schaden gegen betäubte Gegner. Nochmal geht nicht. Grobes Härtungspulver. Ah, habe ich das alles aufgebraucht? Ups. Aber jetzt können wir doch vielleicht noch alte Sachen bei ihm zerlegen. Da gibt es zum Beispiel grobes Härtungspulver. Da vielleicht auch. Ja. Nehmen wir doch mal die. Oder, ach komm, nehmen wir den. Und jetzt können wir die doch mal aufwerten. Perfekt. Weiter geht's. Hey, this doll? It looks like Bienfu. Ah, a keen eye you have, young man. That is a doll of the Empyrean Aminoch. So sieht er aus. Empyrean Aminoch? Yep, no doubt about it. I've seen her with my own eyes. Real dignified, but not without a bit of a temper. You saw her? Why was she angry? Well, the Abbeys banned any profession of the Aminochian faith in Southgand, despite her popularity. Gotta assume that's what got her all bent out of shape. I tried talking to her, but no matter what I said, she was just like... Das klingt nach Grimoirh. Oh. Wait, that sounds like... And that low-energy goddess you saw? The doll you've got here looks like her? Yeah, more or less. Ha! Fortune smiles upon thee, weary adventurers. That listless goddess is none other than Grim. Grimoire isn't human? When did I ever say she was? So, shopkeep, where'd you see her?
I think it was down by Maclear Beach. Pensively watching the tide come in? That's her, all right. Quickly, to the beach! Why didn't you mention Grimoirh as a Moloch before now? You can't be too careful with that information. Spies, spies listening everywhere! Ja. So, ich gucke noch mal kurz im Inn vorbei. Aber hier ist keine Nebenquest. Ich würde jetzt aber gerne mal wieder speichern. Ach, stimmt, im Inn gibt es auch meistens einen Speicherpunkt. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, ob hier einer ist. Natürlich in diesem Inn nicht. Okay. Aber wir müssen jetzt hier rüber, oder? Um zu dem Strand zu kommen. Und ich sehe noch ein rotes Kraut. Und Penguins. Roter Salbei. Noch ein Spiel? Hey, lass mich durch. Ach, Charakterkarten. Na komm, ein Spiel mach ich. Anfänger. Das ist das gleiche Spiel wie beim letzten Mal. Wie viel will er denn jetzt noch sammeln? Kronprinzessin. Ich krieg ja doch gar kein Set zusammen. Ich glaube, das gewinne ich nicht. Nee. Keine Chance. Noch irgendwas zusammenlegen? Nee. Ja. Dann komm, Runde abschließen. 5 Punkte, wow. Jetzt habe ich schon 9 von diesen Partnerdingen. Wenigstens etwas. Runde abschließen, wir haben ja eh verloren. Ja komm, versuchen wir es nochmal. Eine Revanche.
der andere keine Punkte kriegt, ist sowieso alles gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht so viel auf einmal kriegt. Das ist gut. Abschließen. Gewonnen! Nee, jetzt ist gut. Die Expedition ist zurück. Gucken wir doch mal. 3 Siege. Aber irgendwie wieder Scoutship. nichts Neues. Vielleicht beim nächsten Mal. Hoffentlich. Endlich. Oh, da spielen Kinder im Wasser. So, wohin geht's hier? Strand von Meer. Beautiful waters. Das ist doch richtig. So this is Mockler Beach. Aber es ist I hope wirklich she's schön. actually here. So, aber jetzt werden wir erstmal speichern.